Ich spreche heute über meinen gottseligen Vater Robert Böhmer. Robert Böhmer wurde in Wien geboren im Jahr 1912, und zwar in eine Familie, die jüdisch, großbürgerlich und kaisertreu war. 1912 geboren, das bedeutet, dass er bei Hitlers Einmarsch 1938 26 Jahre alt war. Also ein junger Mann, ein Twen, würde man sagen. Ich wusste von meinem Vater, dass er circa ein Jahr in den Konzentrationslagern Dachau und nachher Buchenwald inhaftiert gewesen war. Aber Details waren mir eigentlich nicht so geläufig. Ich war zweimal in Dachau, im Konzentrationslager Dachau, oder besser gesagt in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau. Weil das Konzentrationslager ja nicht mehr existiert, hat man uns gesagt, sagt nicht, wir sind im Konzentrationslager, sondern wir sind in der Gedenkstätte oder meinetwegen im ehemaligen Konzentrationslager Dachau. Das erste Mal war durch reinen Zufall, wie ich einmal geschäftlich in München war. Und ich wusste, Dachau liegt irgendwo bei München. Vom Buchenwald wusste ich nur, es ist irgendwo in der DDR. Aber es hat mich eigentlich irgendwie weiters nicht interessiert. In Dachau war ich also das erste Mal an jenem historischen Tag, dem 3. Oktober 1980, als die Wiedervereinigung der DDR mit der Bundesrepublik Deutschland vor sich ging. 1990 war das. So. Aber ich war noch einmal, und das dann ein intensiverer Besuch, im Jahr 2008. Wir waren eine Gruppe von ca. 40 Personen von der Bnebrit Wien, die nach München gefahren sind, ein paar Tage dort verbracht haben und gemeinsam auch das ehemalige Konzentrationslager Dachau besucht haben. Ich hatte im Vorfeld an die Verwaltung der Gedenkstätte geschrieben, dass mein Vater dort Häftling gewesen war, irgendwann relativ früh nach Hitlers Einmarsch, irgendwann nach dem März 1938. Ich wusste aber nicht genau ab wann und bis wann. Und dass wir gerne für unsere Gruppe eine Führung hätten, habe ich geschrieben. Die kam auch zustande. Wir hatten also eine eigene Führung, und an manchen Stellen hat der junge Mann, der uns geführt hat, halt Andeutungen in Richtung meines Vaters gemacht und gesagt, naja, hier wird er wohl hereingekommen sein, hier wird man ihn registriert haben, hier wird man ihn im Kopf kahl geschoren haben, hier wird er die Häftlingskleidung bekommen haben. Das war schon ein bisschen detaillierter, als ich wusste, aber noch immer eigentlich eine sehr abstrakte Information für mich. Soweit Dachau. Im Jahr 2017 wollte ich endlich eine schon seit langem geplante Reise in die ehemalige DDR machen, vornehmlich Dresden und Leipzig, zusammen mit meiner Frau und mit meiner Tochter Lea. Und als ich diese Reise geplant habe, bin ich draufgekommen, dass nicht allzu weit von Leipzig entfernt Weimar ist. Da habe ich mir gedacht, Weimar, wunderbar, da gehen wir auf den Spuren von Goethe und von Schiller und von Richard Wagner. In Weimar ist die Bauhaus, Architekturkunst entstanden. Fahren wir halt auch nach Weimar. Und wie ich mich dann mit Weimar näher beschäftigte, merkte ich, nur 15 Kilometer circa außerhalb der Stadt Weimar liegt die Gedenkstätte des KZs Buchenwald. Wobei sie geografisch weg von Weimar liegt, da tatsächlich gehört Buchenwald administrativ zur Stadt Weimar. So, und von Buchenwald hatte ich aber etwas in der Hand. Mein Vater hatte seinerzeit im Jahr 1939, als er aus Buchenwald entlassen wurde, einen Entlassungsschein bekommen. Und diesen Entlassungsschein hat er aufgehoben, immer. Mit dem ist er in die Emigration nach Südamerika gegangen, mit dem ist er remigriert nach Europa. Und irgendwann, wahrscheinlich nach dem Tod meines Vaters, hatte ich halt diesen Entlassungsschein in der Hand. Den gibt es heute noch, ich habe das Original, und das liegt in einem Schaukasten in den Räumlichkeiten der Bnebrit in Wien. Ich habe dieses Papier, diesen Entlassungsschein genommen, ich habe ihn eingescannt und an die Verwaltung der Gedenkstätte in Buchenwald geschickt. Das ist eine Kopie dieses Entlassungsscheines. Das Formular selber ist in Frakturschrift geschrieben, wie es seinerzeit im Deutschen Reich üblich gewesen ist, noch bis in die 40er Jahre.
aber eigentlich schon jahrhundertelang, in Deutschland vor allem. In diesem Entlassungsschein sieht man, dass der Jude Robert Böhmer, und zwar der Schutzhäftling Robert Böhmer, Schutzhäftling, kurzer Exkurs, Schutzhäftling bedeutet, dass das jemand ist, der in Haft genommen wurde, ohne dass es ein Gerichtsverfahren gegeben hat. Die Polizei, die SS, die Gestapo nimmt also Leute gefangen und schickt sie ins Gefängnis, ins KZ, wohin auch immer. Das lief unter dem Titel Schutzhäftling. Es gab also kein gerichtliches Verfahren, geschweige denn ein gerichtliches Urteil. Der Schutzhäftling Robert Böhmer, also der seit 31.05.38 bis zum heutigen Tag im Konzentrationslager eingesessen hat. Der Name Buchenwald wurde hier ausgestrichen, weil Robert Böhmer ja nicht nur in Buchenwald gesessen hatte, seit 31.05.38. Jetzt wusste ich mittlerweile endlich einmal, wann mein Vater überhaupt erstmals ins KZ gekommen ist, 31. Mai 38. Und dann steht auf Anordnung der Staatspolizei Wien vom 25. Februar 39 wurde er nach Wien entlassen. Unterschrift der Lagerkommandant, SS-Standartenführer. Mich erstaunte an diesem Papier zweierlei. Einerseits, warum es von dem Zeitpunkt, an dem die Entlassung angeordnet wurde, nämlich 25. Februar, noch fast 2 Monate bis zum 14. April dauerte, bis die Entlassung tatsächlich stattgefunden hatte. Warum war da so ein langer Zwischenraum? Was geschah in der Zwischenzeit? Und das Zweite war, kann man sich auf die Nazis nicht einmal mehr verlassen, dass die ein Datum richtig schreiben können. Sie stempeln den 13.04.39 und müssen dann händisch auf 14. ausbessern. Diese 2 Punkte haben mich weiters nicht interessiert, sie waren mir nur aufgefallen, aber im Laufe meiner Recherchen zu diesem Vortrag bin ich durch reinen Zufall draufgekommen, was es mit diesen beiden Daten auf sich hat, und sie stehen auch in einer Beziehung zueinander. Eine kurze Bemerkung noch zum Formular selber. Hier unten steht R. Borgmann Weimar. Das ist die Druckerei in Weimar gewesen, die für das KZ Buchenwald die Formulare gedruckt hat. Der Herr Borgmann war schon in den 20er Jahren Nationalsozialist gewesen und hat zum Beispiel für die Thüringer NSDAP die Zeitung und gewisse Druckschriften gedruckt. Und nachdem er ein guter Nazi gewesen ist, bekam er dann die Aufträge für die Wehrmacht und für das KZ Buchenwald, die Drucksorten, beispielsweise solche Scheine, zu drucken. Im Jahr 1945, nach Kriegsende, wurde er verhaftet und ist kurz darauf gestorben, und 2 Jahre später wurde auch die Druckerei enteignet. Was nach der Enteignung geschah, weiß ich nicht. Das nur kurz zu der Druckerei Borgmann. Gut, diesen Entlassungsschein habe ich also in Kopie nach Buchenwald geschickt und habe geschrieben, wir, also meine Familie, zu dritt, wir wollen in die KZ-Gedenkstätte Buchenwald kommen. Und wir hätten gerne Informationen, die sich auf Robert Böhmer beziehen. Was dann geschah, war für mich einigermaßen überraschend. Die KZ-Gedenkstätte hat an das internationale Suchservice in Bad Arolsen geschrieben. Bad Arolsen ist eine Stadt im deutschen Bundesland Hessen, wo das internationale Rote Kreuz in den 50er Jahren eine Suchstätte eingerichtet hat, seinerzeit in erster Linie zur Vermisstensuche. Mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass dort ein Archiv ist von ca. 30 Millionen Akten aus der NS-Zeit, hauptsächlich Personenakten, und jeder Mann kann dort zu seinen Angehörigen Auskunft bekommen, was von diesen Menschen dort vorliegt. Teilweise sind es auch Dinge, die zurückgeblieben sind in Konzentrationslagern, sogenannte Effekten, die dort noch lagern und die darauf warten, möglicherweise an irgendwelche Angehörigen übergeben werden zu können. Bad Arolsen hatte eine ganze Reihe von Dokumenten zu meinem Vater, die ich jetzt dann gleich zeigen werde. Überraschend für mich war auch der Zustand der Dokumente. Dieses hier, das mein Vater jahrelang mit sich herumgetragen und herumgereist hat, war dementsprechend zerknittert, verbogen, aber es existierte als ganzes Dokument und ist ordentlich lesbar. Alle die Dokumente, die ich jetzt nachher zeigen werde, die in Nazi-Eigentum verblieben und dann über Jahrzehnte in dieser Stätte International Tracing Service Bad Arolsen
sind in bester Verfassung, soweit ich das aus den Kopien erkennen kann, so als wären sie gerade erst frisch ausgestellt worden. Da gibt es zunächst einmal ein Kuvert, ein Sammelkuvert, in dem die anderen Dokumente drinnen sind. Hier oben steht KL Buchenwald. Wir sprechen heute immer vom KZ. Und ich habe ein bisschen recherchiert, wie kommt es zu dieser Unterscheidung der Abkürzung KL zur Abkürzung KZ. Sprachlich wäre KL natürlich logischer Konzentrationslager. So hieß es ursprünglich und irgendwann wurde das auf KZ geändert, wobei sich die Historiker nicht einig sind, wieso und wann. Es gibt die eine Meinung, dass es von den SS-Leuten geändert wurde, weil das Z härter, brutaler, stärker klingt als ein L. Und es gibt auch die Meinung eines anderen Historikers, dass es von den Lagerinsassen selber geändert wurde und das Z als Zuchthaus bezeichnet wurde. Welches nun stimmt, ist mir nicht bekannt. So, das ist also ein Sammelkuvert für den Häftling Robert Böhmer mit der Häftlingsnummer 6182. Und in diesem Kuvert sind 3 Dokumente drinnen. Die sind hier gekennzeichnet, eine Häftlingspersonenkarte, eine Effektenkarte und eine Schreibstubenkarte. Die Schreibstubenkarte sah so aus. Da gibt es also den Namen des Häftlings und es steht die politische Häftling und Jude. Das sind sozusagen die Begründungen für die Einlieferung des Häftlings. Da oben steht ITS, das ist dieses International Tracing Service, das finden wir jetzt auf all diesen Dokumenten. Das sind einfach die Archivnummern, wie sie in Bad Arolsen vorliegen. Das stammt also nicht aus der Nazizeit, sondern von später. Geburtsdatum des Robert Böhmer und das ist das Datum der Einlieferung in Buchenwald. Das heißt, jetzt hatte ich alle 3 Daten beisammen. Wann kam mein Vater nach Dachau? Wann kam er nach Buchenwald und wann wurde er entlassen? Daraus konnte ich jetzt errechnen, er war ungefähr 4 Monate im KZ Dachau gewesen, ungefähr 7 Monate im KZ Buchenwald, insgesamt also 11 Monate, ein knappes Jahr inhaftiert gewesen. Wien 14 steht da unten, was ein bisschen falsch ist, er lebte in Wien 13, wie wir im nächsten Formular dann sehen werden, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Wichtig ist diese Nummer hier. Hier oben steht 23, eigentlich nur so, ohne weiteren Text mit händisch dazugefügt. Das war die Nummer der Baracke, in der mein Vater, sagen wir mal, untergebracht war. Es gab im KZ Buchenwald 2 Baracken für jüdische Häftlinge, 22 und 23. Heute steht keine einzige Baracke mehr von allen, die es damals gab, aber man kann überall die Fundamente sehen. Und so hat man uns nachher im Rahmen der Führung zu dem Fundament der Baracke 23 gebracht. Und eben daneben die andere jüdische Baracke 22, da gibt es eine kleine Gedenkstätte, die man gemacht hat für die jüdischen Häftlinge. Wir haben dort Steine niedergelegt. Das also die Schreibstubenkarte, die sonst weiter ohne größere Bedeutung ist, sieht man von der Barackennummer ab. Die Effektenkarte. Die Effektenkarte zeigt an, womit wurde Robert Böhmer eingeliefert? Was besaß er, als er in Buchenwald eingeliefert wurde? Ich habe natürlich keine Ahnung, was er zuvor besaß in Dachau. Hier steht noch einmal Schutzhäftling und Judenhäftling. Robert Böhmer mit seiner Häftlingsnummer. Wohnhaft, Rudolf Böhmer, das war sein Vater, in der Hitzinger Hauptstraße. Hier sieht man Wien 13. Und jetzt ist man sehr präzise, eingeliefert am 23.09.38 um 7 Uhr vom Konzentrationslager Dachau und entlassen am 14. April 39 um 15 Uhr nach Adresse wie oben. Und jetzt muss man sich vorstellen, was besaß der Häftling Robert Böhmer, als er in Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert wurde. Er besaß einen Hut, ein Paar Schuhe, ein Paar Strümpfe, einen Mantel, wobei nicht definiert ist, wie da hinten steht, Sommer oder Winter, ein Rock, als Rock wurde bezeichnet das, was wir heute Sakko oder Jacke nennen, eine Hose, ein Hemd, eine Unterhose, ein Binder. Binder ist eine Krawatte, damals Binder genannt. Ein Drehbleistift,
2 Brieftaschen, ein Drehbleistift, ein Bund Schlüssel und eine Armbanduhr. Warum beim Drehbleistift und bei der Armbanduhr jeweils ein W dabei steht, weiß ich nicht. Möglicherweise heißt das wertvoll. Kann sein. Der Effektenverwalter hat das unterschrieben und Robert Böhm hat das unterschrieben, wobei das ist die Unterschrift, wie ich sie immer kannte, bis zu seinem Tode. Hier ist interessant also, dass im September 1938 bei der Einlieferung mein Vater einen Binder, also eine Krawatte besaß im September, aber entnommen hat er im November 1938 2 Binder, 2 Krawatten. Das ist natürlich ein Widerspruch und ich frage mich auch, was macht ein Häftling in einem Konzentrationslager mit Krawatten? Das weiß ich nicht. Tatsache ist, es wurde entnommen und er hat das auch bestätigt, diese Entnahme. Und hier hat er bestätigt, dass er alles restlos zurückgehalten hat bei seiner Entlassung. Datum wurde da nicht eingetragen hier. Etwas schlimmer schon ist dieses Dokument, das ist diese Häftlingspersonenkarte oder auch Zugangsbogen bezeichnet. Groß gestempelt darauf das Wort Jude. Hier stehen also seine allgemeinen Daten, Religion mosaisch und Staat DDR, also Deutsches Reich. Das stimmt insofern, als ja damals im September 1938 der Staat Österreich völkerrechtlich nicht mehr existiert hat. Verheiratet, also für Personenstand nicht verheiratet, nicht geschieden, sondern ledig, ist unterstrichen, keine Kinder. Und dann steht hier ein Name und eine Adresse, Grete Just in Wien 14. Und das sollte Braunhirschengasse heißen, nicht Braunhirschengasse. Grete Just war eine Cousine, eine echte Cousine meines Vaters. Das heißt, ihre Mutter war eine geborene Böhmer und Schwester meines Großvaters. Ich nehme an, dass dieser Vermerk hier dazu dient, im Falle des Todes des Häftlings jemanden informieren zu können. Er war also politischer Häftling und Judenhäftling. Und das mit dem politischen Häftling kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Mein Vater hat mir einmal erzählt, dass er ein einziges Mal eine politische Tätigkeit begangen hat. Nämlich noch im März 1938, aber vor Hitlers Einmarsch, hat er in Wien Flugblätter für Schuschnigg verteilt. Wobei meine Annahme ist, dass es gar nicht so sehr für Schuschnigg ging als gegen Hitler. Tatsache ist aber, dass hier bei bisheriger Parteizugehörigkeit VF steht, Vaterländische Front. Das wäre also die Schuschnigg-Partei gewesen. Es ist mir nicht bekannt, dass er Mitglied war, vielleicht war er es. Keine Vorstrafen. Und dann lese ich hier Grund, Doppelpunkt Aktion. Und es war mir lange nicht klar, was das bedeuten sollte. Und es ist ein reiner Zufall, dass ich drauf gekommen bin. Beim Besuch in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bekamen wir nämlich nicht nur all diese Dokumente ausgehändigt, sondern auch zwei Faksimiles aus Büchern herauskopiert. Das eine ist ein Buch eines Herrn Julius Freund mit dem Titel O Buchenwald, das von ihm im Selbstverlag 1945 erschienen ist. Und daraus wurde kopiert ein Kapitel namens 2 schwarze Tage im Lager. Und ich kann daraus kurz zitieren. Da steht, bei der Entlassung ging es hauptsächlich um Juden aus Wien, etwa 5000 Mann, die im Mai und Juni 1938 als Aktionsjuden verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gebracht worden waren. Ihre Verhaftung verdanken sie dem Wiener Naziführer Globotschnik, slowenischer Abstammung. Bei einer SA-Führertagung im Wiener Konzerthaussaal machte Globotschnik den Vorschlag, dem Führer das Versprechen abzugeben, Wien innerhalb 2 Monaten von 200.000 Juden zu säubern. Man müsste nur einige tausend Juden als abschreckendes Beispiel nach Dachau schicken und alle übrigen Juden würden aus Angst fluchtartig Wien verlassen. Deswegen wurde im Mai und Juni 1938 diese Aktion der Massenverhaftungen durchgeführt, auf alle Bezirke Wiens prozentuell aufgeteilt.
Die Opfer dieser Razzia wurden in die Schule des 20. Bezirks in der Karajangasse gesteckt und mit einem unbeschreiblich grausamen Transport nach Dachau gebracht. Diese Opfer, die nach einigen Monaten von Dachau zu uns nach Buchenwald transferiert worden waren, zählten jetzt nach 9 bis 10-monatiger Haft zu den ersten Entlassenen. Nun, alles das stimmte. Mein Vater wurde also im Mai 1938 als Wiener Jude verhaftet. Er kam zuerst nach Dachau, er kam dann nach Buchenwald und er wurde dann nicht nach 9 oder 10-monatiger Haft, aber nach 11-monatiger Haft verhaftet. Das hat vorne und hinten gestimmt und jetzt taucht hier eben der Ausdruck Aktionsjuden auf und wie ich das gelesen habe, ist mir eingefallen, irgendwo hatte ich dieses Wort Aktion gesehen und nicht gewusst, was damit anzufangen. Dann habe ich wieder die Dokumente durchgeschaut und jetzt habe ich verstanden, was dieses Wort Aktion hier bedeuten sollte. Er war also einer dieser sogenannten Aktionsjuden. Zu denen zählten unter anderem auch aus Wien mit dem Transport hingebracht nach Dachau und dann nach Buchenwald der Schriftsteller Jura Säufer und der Kabarettist Fritz Grünbaum. Die kamen mit den sogenannten prominenten Transporten nach Dachau. Aber in diesem Artikel steht noch etwas für mich Interessantes. In diesem Artikel steht nämlich, dass am 22. Februar 1939 sollte eine Gruppe von 39 Häftlingen aus Buchenwald entlassen werden. Da aber im Lager ein Typhusfall ausgebrochen war, kam es zu keiner Entlassung. Die 39 wurden dann wieder zurückgetrieben in ihre Baracken. Und dann dauerte es bis zum April. Dann dauerte es bis zum 13. April und jetzt sollten sie endlich entlassen werden. Auch das ging nicht so einfach, weil der Polizeipräsident von Weimar sich geweigert hat, eine Gruppe kahlgeschorener und verroht aussehender Häftlinge durch Weimar treiben zu lassen bis zum Bahnhof. Er konnte es aber nur einen Tag aufhalten. Statt am 13. April wurden die Häftlinge am 14. April entlassen. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Entlassungsschein. Jetzt ergibt sich klar, wieso es vom 25. Februar bis Mitte April gedauert hat, wegen des Typhusfalls. Und wieso der 13., der zunächst geplant war, händisch auf 14. ausgebessert wurde, weil eben dieser Einspruch des Polizeipräsidenten aus Weimar war. Je länger ich also recherchiert habe, umso klarer wurden mir diese Zusammenhänge. So komme ich wieder zu diesem Papier zurück. Damit ist erklärt, was bedeutet Grundaktion. Hier ist übrigens noch einmal ein Hinweis auf diese Druckerei Borkmann in Weimar. Eingeliefert wurde Robert Böhmer also am 23.09.1938 über Dachau und entlassen am 14. April. Lichtbild ist übrigens keines dabei. Die Rückseite dieses Dokuments, die ich gleich zeigen werde, ist eine, die einen einigermaßen erschrecken kann. Das Alltagsleben eines Häftlings im Konzentrationslager muss zweifellos ganz entsetzlich gewesen sein, aber es gab Dinge, die noch ein wenig entsetzlicher waren als das. Und das waren Bestrafungen. Glücklicherweise ist in dem Dokument über Strafen im Lager, soweit es meinen Vater betrifft, nichts eingetragen. Kein Grund, keine Art, keine Dauer. Aber es hätte was eingetragen sein können. Er hatte also glücklicherweise keine Strafe dort bekommen. Das waren die 3 Dokumente, die auf dem Kuvert verzeichnet waren als Inhalt. Es gab aber noch mehr. Es gibt eine Absurdität, kann man sagen. Es gibt eine Absurdität, dass es im Konzentrationslager für die Häftlinge so etwas wie ein Bankkonto gegeben hat. Für jeden Häftling oder für jeden Häftling, der irgendwie Geld hatte. Das heißt, es wurde ein Kontoblatt geführt für den Häftling Robert Böhmer. Ein Kontoblatt, wo es eine Spalte Datum gab, eine Spalte Zugang, Abgang, eine Spalte Bestand und rechts Unterschriften oder Kommentare. Die Beträge sind in Reichsmark. Ich weiß nicht, was die Reichsmark bedeutet in Wert. Am 30.09.1938 wurde dieses Konto meines Vaters im KZ oder im KL, wie hier noch steht, eröffnet mit einem Zugang von 15 Reichsmark und ein paar Tage später nochmal 15 und dann 100 Reichsmark. Konto
Irgendetwas steht dahinter, für mich unleserlich. Ich nehme an, dass die Zugänge von Verwandten gekommen sind. Verwandten meines Vaters. Das können seine Eltern gewesen sein, die damals noch in Frankreich sich aufgehalten haben. Das kann vielleicht diese Cousine Grete Just gewesen sein, ich weiß es nicht. Und natürlich gab es Abgänge. Und wofür wurden Abgänge verwendet? Das hatte man uns auch erklärt bei der Besprechung dort in der Gedenkstätte. Erstens einmal, man konnte sich Dinge kaufen. Es gab im Konzentrationslager Buchenwald eine Häftlingskantine. In dieser Häftlingskantine wurden Dinge verkauft, ich weiß nicht welche, aber jedenfalls wurde diese Kantine von der SS betrieben, um aus den Häftlingen noch mehr Geld lukrieren zu können. Was dort gekauft wurde, weiß ich nicht. Hier steht einmal Zeitung, 2,90 Mark. Vielleicht hat er eine Zeitung dort kaufen können. Oder man konnte sich auch Dinge kaufen von einem anderen Häftling. Dafür brauchte man auch Geld. Das war der Grund Nummer 1. Der Grund Nummer 2 für einen Geldabgang war, man konnte Geld brauchen, um einen SS-Mann zu bestechen. Vielleicht um eine größere Essensration, vielleicht um eine leichtere Arbeit, ich weiß es nicht. Um irgendeine Verbesserung des Alltagslebens im KZ zu erreichen. Das sind Dinge, die man noch einigermaßen nachvollziehen kann. Aber der dritte Grund ist ein ziemlich zynischer. Der nannte sich nämlich Spenden. Hier sieht man auch Spendenliste, 2 Reichsmark. Die SS verlangte nämlich von den Häftlingen regelmäßig Spenden. Es gab im Konzentrationslager Buchenwald den Teil, wo die Häftlinge untergebracht waren, und das war natürlich stark abgesichert. Außerhalb dieses Teils waren die Häuser, in denen die SS-Mannschaften und ihre Familien untergebracht waren. Und die hatten dort so einen kleinen zoologischen Garten. Zu sehen ist heute nur noch der Bärenzwinger davon, in dem 2 Bären sich aufgehalten haben. Und Häftlinge waren als Tierpfleger eingesetzt. Und als einmal eines dieser Bären gestorben ist, wurden die Häftlinge dafür bestraft. Jedenfalls verlangte die SS für die eigene Freizeitgestaltung Spenden der Häftlinge. Also das war auch ein Grund, warum man Geld brauchte. Hier sieht man wieder bei den Abgängen die Unterschrift des Robert Böhmer. Einmal steht laut Rapportzettel. Es ist mir nicht ganz klar, was das bedeutet. Eine Übertragung 20, vielleicht ist das so eine Art Spende oder vielleicht war das eine Übertragung zu einem anderen Konto. Ich weiß es nicht. Dann hat er wieder eine Zeitung gekauft. Oder was SZ bedeutet, ist mir nicht klar. Interessant ist übrigens, dass mein Vater hier immer als Robert Böhmer unterschrieben hat und plötzlich als Böhmer Robert. Die Unterschrift Robert Böhmer, die war mir bekannt, die blieb ihm. Wieso er einige Zeit Robert Böhmer geschrieben hat, weiß ich nicht. Die Dame in der Gedenkstätte hat mir erzählt, dass wenn sie sich diese Kontoblätter anschaut, mein Vater in Relation zu den anderen Häftlingen ein reicher Mann gewesen ist, soweit man das im KZ sein konnte. Das heißt, er verfügte eigentlich immer über Geldvorrat in diesem sogenannten Bankkonto. Man sieht hier eine Reihe von Zugängen und Abgängen, Überträgen, wieder eine Zeitung gekauft. Hier steht etwas, was man möglicherweise als Zahnbehandlung identifizieren kann. Es ist nicht ganz lesbar. Ich weiß auch nicht, was es mit diesem Fahrgeld 35 auf sich hat. Das jetzt von der Einlieferung, von der Entlassung bedeutet, keine Ahnung. Es geht also immer so rund um die 100 Reichsmark, ist der Bestand, immer ein bisschen plus, ein bisschen minus, bis zum letzten Tag, der 14. April 1939, dem Tag seiner Entlassung. Da wurden die 111 Reichsmark, die er noch hatte, entnommen. Damit war die Summe aller Zugänge 800, die Summe aller Abgänge 800, Bestand 0, und er wurde an diesem Tag entlassen. Soweit die Papiere, die ich von Buchenwald und zu Buchenwald habe. Nach der Entlassung kam mein Vater nach Wien zurück
um hier seine Ausreise zu arrangieren. Seine Eltern hatten es geschafft, ihm ein Visum nach Südamerika zu bringen. Und hier scheiden sich die Geister, wenn ich sage nach Südamerika. Für mich ist es ganz klar, und ich weiß es mit Bestimmtheit, dass das ein Visum nach Paraguay gewesen ist. Für meinen Bruder ist es genauso ganz klar und genauso mit Bestimmtheit, dass es ein Visum nach Bolivien gewesen ist. Es ist eigentlich irrelevant. Mein Vater ist mit dem Schiff nach Südamerika gefahren, ist in Buenos Aires vom Schiff ausgestiegen und weil er dort einen Freund hatte, blieb er gleich in Buenos Aires. Und ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals in Paraguay oder auch in Bolivien gewesen wäre. Das sind aber die unterschiedlichen Ansichten, die es bei uns gibt. Ich habe meinen Vater gefragt, was das allererste war, wie er nach dem KZ nach Wien gekommen ist, und hat gesagt, er ging zur Fußpflege und Handpflege. Im ersten Moment schien mir das völlig irre. Da kommt jemand aus der Hölle des KZs heraus und hat nichts anderes im Sinn, als sich schön machen zu lassen. Aber ich habe dann verstanden, da ging es wahrscheinlich darum, den Dreck von einem Jahr Konzentrationslager, der sich so unter den Nägeln angesammelt hat, loszuwerden. Das hatte sicherlich eine starke symbolische Bedeutung. Was mein Vater aber jedenfalls in Wien erledigen musste, waren also die Papiere für seine Ausreise. Es gab in Wien die Zentralstelle für jüdische Auswanderung, so hieß die, und sie war untergebracht im Palais Rothschild auf der Prinz-Eugen-Straße. Das Palais steht heute nicht mehr, auf diesem Platz steht heute das Gebäude der Arbeiterkammer. Dort musste mein Vater also hin in diese Zentralstelle und der Beamte, mit dem er dort zu tun hatte, war ein Mann namens Adolf Eichmann. Nun war Adolf Eichmann damals noch, sagen wir mal, ein subalterner Beamter, noch nicht dieses Ungeheuer, zu dem er später wurde. Dennoch habe ich meinen Vater gefragt, wie war Adolf Eichmann, wie hat er es denn empfunden? Und er hat gesagt, schau, wenn man nach fast einem Jahr aus dem KZ herauskommt und ein SS-Mann sagt zu einem, nehmen Sie Platz, Herr Böhmer, dann ist das wie ein neues Leben. Wie lange diese ganzen Behördenwege gedauert haben, weiß ich nicht. Das, was ich jetzt eben erzählt habe, war also April oder Mai 1939. Und das nächste, das ich von meinem Vater weiß, bezieht sich auf den September 1939. Mein Vater ging nämlich nach Frankreich, um sich dort einzuschiffen nach Südamerika. Aber kaum war er in Frankreich, erfolgte der Überfall Hitlers auf Polen, Anfang September 1939. Und ein paar Tage später die Kriegserklärung Frankreichs an Deutschland. Was also in diesen Monaten dazwischen geschah, mit meinem Vater, wo er sich aufgehalten hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Blieb er länger in Wien, war er schon einige Zeit in Frankreich, war er irgendwo unterwegs? Ich weiß es nicht. So, nachdem er nun in Frankreich war und Frankreich Deutschland den Krieg erklärt hatte, hat Frankreich begonnen, alle Staatsbürger Deutschlands, die nunmehr Staatsbürger des Feindes waren, zu internieren. So auch meinen Vater. Natürlich war er Deutscher, weil Österreich ja nicht mehr, wie gesagt, nicht mehr existierte völkerrechtlich, also hatte er einen Pass des Deutschen Reiches. Es war für die Franzosen völlig irrelevant, warum jemand als Deutscher in Frankreich lebte. Er konnte ein Nazi sein oder er konnte ein Nazi-Opfer sein. Für die Franzosen war es nur wichtig, das sind Deutsche, also sind es Staatsbürger des Feindes, also werden sie interniert. So wurde auch mein Vater interniert. Ich weiß nicht genau wo und ich weiß auch nicht genau für wie lange, aber natürlich sagte er, es war kein Vergleich mit einem Konzentrationslager. Das heißt, nach außen hin war man natürlich quasi gefangen, aber innerhalb des Lagers konnte man tun und lassen, was man wollte. Er hat gesagt, ob wir jetzt Karten gespielt haben oder spazieren gegangen sind oder gelesen haben, das war völlig egal. Da war man frei in seiner Entscheidung. Also irgendwann dann wurde er doch aus diesem Internierungslager entlassen, ging auf ein Schiff, fuhr bis nach Südamerika und ist in Buenos Aires ausgestiegen und blieb in Buenos Aires, wo er dann später meine Mutter kennenlernte, die mit ihrer Familie aus Berlin nach Uruguay emigriert war und nachher von Uruguay aus nach Buenos Aires gegangen war. Mein Vater ist 1997 gestorben, im 86. Lebensjahr in seiner Geburtsstadt Wien. Und er wurde auch in Wien am jüdischen Friedhof begraben. Neben ihm begraben ist seine Frau, also meine Mutter, die 1,5 Jahre später gestorben ist. Vielen Dank.